Lieber Herr Polakiewicz, vielen Dank, dass Sie heute ans Institut gekommen sind, um für dieses Zeitzeugengespräch zur Verfügung zu stehen. Sie sind dem Institut seit langem verbunden. Sie waren am Institut von 1986 bis 1993, aber sind eigentlich nie so richtig weggegangen, würde ich sagen, gefühlt jedenfalls. Also Sie sind doch eine konstante Präsenz, was wahrscheinlich nicht nur mit der räumlichen Nähe zu Ihrem Arbeitsort zu tun hat, zu Straßburg, sondern auch mit den Inhalten Ihrer Arbeit. Bevor wir darauf näher eingehen, würde ich ganz gerne nochmal an den Beginn Ihrer Tätigkeit oder fast an den Beginn Ihrer Tätigkeit hier zurückgehen. Sie sind, wenn ich es richtig gelesen habe, im November 86 ans Institut gekommen. Das heißt, Sie waren auch hier zum Zeitpunkt des Mauerfalls im November 89 und dieser Mauerfall und die Umbrüche in Europa sind auch für Ihre Arbeit sehr wichtig und nachhaltig gewesen, denke ich, aber auch für die Arbeit und für die Entwicklung des Instituts. Und ich möchte Sie gerne fragen, wie haben Sie diesen Tag hier am Institut erlebt, diesen 9. November 89 und den Folgetag? Ja, vielen Dank für die Einladung. Also das ist auch für mich eine große Freude und sehr gerne bin ich ins Institut gekommen, um als Zeitzeuge an dem Interview teilzunehmen. Und wie Sie sagen, ich war praktisch 7 Jahre am Institut und das hat mich sehr geprägt und war dann auch für meine anschließende Karriere beim Europarat eine wichtige und solide Basis. Ich bin Berliner und insofern Ihre Frage ist sehr, sehr pertinent in dem Zusammenhang. Ich muss allerdings sagen, ja, ich kam aus Berlin 86, da hatte ich mein erstes Staatsexamen in Berlin gemacht und es war damals war sehr wichtige Person, die mich praktisch nach Heidelberg gebracht hat, war bis heute mein Freund Georg Nolte, der heute Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag ist. Und er hatte mir damals die Idee gegeben, er war schon, ich glaube, ein paar Monate oder ein Jahr früher ans Institut gekommen und hat gesagt, Mensch, du mit deiner völkerrechtlichen Ausrichtung im Studium, auch für dich wäre das Richtige. Und das habe ich dann, wie gesagt, gemacht. Und wie Sie sagen, es war dann im Herbst 86, ich weiß nicht mehr, Oktober, November, dass ich anfing. Und ja, das hatte zur Folge, dass ich an dem historischen Tag nicht, obwohl Berliner und sogar meine Familie lebte praktisch Luftlinie 500 Meter von der Mauer, dass ich aber an diesem historischen Tag nicht bei meinen Eltern und nicht in Berlin war, sondern in Heidelberg. Und ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich nur noch so nicht ganz konkrete Erinnerungen. Was mir noch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, dass hier eigentlich, ich meine, wir haben alle die Bilder gesehen, damals war ja noch kein Internet, Fernsehen, ne, und mir sind die Tränen gekommen, ne, weil es war schon ein ganz bewegender Moment. Die Familie meines Vaters zum Beispiel war auch im Ostberliner Teil und ich habe dadurch praktisch viele Verwandte eigentlich erst so Ende der 70er Jahre überhaupt gesehen, ne? Weil eine Zeit lang gab es, als ich geboren wurde, gab es überhaupt kein Personenverkehr zwischen West- und Ostberlin, nicht mal Briefverkehr, das war völlig abgeriegelt und allerdings muss ich ehrlich sagen, anders als mein Freund Georg Nolte, für mich war die Teilung eigentlich fast ein fait accompli. Es schien irgendwie, das war damals, muss ich auch sagen, persönlich ein großer Fehleinschätzung. Ich hatte eigentlich die DDR als viel stabiler eingeschätzt, als sie wirklich war, als sowohl politisch wie wirtschaftlich. Und jemand, der immer sagte, die Einigung wird kommen und sie wird bald kommen, werdet euch wundern. Aber er war, glaube ich, fast der Einzige am Institut damals, war Georg Nolte. Die meisten anderen, wie ich auch,
Man hatte emotional, war man dafür und das Unrechtsregime war auch evident, was existierte, aber dass es tatsächlich so schnell zur Wiedervereinigung kommen würde, hat keiner so vorausgesehen. Also ich, wie gesagt, damals in Heidelberg, habe das leider nur im Fernsehen den Tag erlebt, aber bin dann sofort am nächsten Wochenende dann nach Berlin gefahren und war dann natürlich auch auf der Mauer und es waren wirklich bewegende Momente, die werde ich nie vergessen. Und es war wirklich ja ein historisches Ereignis damals. Und Sie kamen dann zurück nach Heidelberg und da gingen eigentlich die Dinge ihren Gang. Jedenfalls ist das so der Eindruck, den man gewinnt, wenn man die Protokolle der Referentenbesprechungen nachliest aus der Zeit. Das ist ja einer der Funde, den Philipp Glahy gemacht hat im Zuge unseres Projekts zur Institutsgeschichte. Und eine der Überraschungen bei der Durchsicht dieser Protokolle ist tatsächlich gewesen, dass man den Eindruck gewinnt, in diesen Sitzungen Ende 89 und auch zu Beginn des Jahres 1990 figuriert diese ganze Frage der Wende des Mauerfalls, wie geht es weiter, gar nicht so wirklich prominent als Thema. Und das hat uns überrascht, denn eigentlich sind ja die Fragen der deutschen Teilung, des Rechtsstatus Deutschlands, der deutschen Frage, doch über viele, viele Jahrzehnte prominent gewesen am Institut. Und dann hat man das Gefühl, das kommt gar nicht so richtig an in der fachlichen Debatte hier. Wie haben Sie das erlebt? Da haben Sie recht. Ein Aspekt, eben weil ich auch hier in Heidelberg war, das war mir schon aufgefallen. Ne? Ich hätte gesagt, wie gesagt, mich hat es schon sehr bewegt, dieser Tag und diese Tage. Aber ich hatte auch den Eindruck, wenn man dann hier in Heidelberg durch die Straßen ging oder es ist wirklich ein Unterschied. Hier in Westdeutschland, wie man damals sagte, war auch diese Teilung und damit dann auch die Wiedervereinigung nicht so zentral. Also hat irgendwie die Menschen, man hatte zumindest mein Eindruck war so, dass es nicht so ein bewegendes Ereignis war wie für die Leute in Ostdeutschland und in Berlin natürlich insbesondere, die geteilte Stadt, dass hier eigentlich alles so weiterging. Wie Sie sagen, es beschreibt es eigentlich sehr, sehr richtig, dass hier eigentlich alles so weiterging wie bisher. Die Referentenbesprechung nahm ihren Verlauf. Ich meine, es gab schon Themen. Eine Sache in Vorbereitung des Interviews habe ich auch so ein bisschen nachgedacht, was so auch Forschungsprojekte waren, an denen ich persönlich auch beteiligt war. Und eine Sache, die mir eingefallen ist in dieser Zeit, war ein Gutachten, ich war ja eigentlich Professor Frohwein zugeordnet, aber das hatte Professor Bernhard, war dafür zuständig, aber das war ja dann auch immer so im Institut, war nicht zwingend, man hat dann auch sozusagen gearbeitet mit anderen Direktoren und dieses Projekt war die Bodenreformenteignungen in der DDR. Da gab es ja Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, glaube ich, damals und die kamen ja dann auch zum EGMR nach Straßburg. In der sowjetischen Besatzungszone unmittelbar nach dem Krieg wurden ja praktisch die Junker-Ländereien enteignet und dann war die Frage, stellte sich dann die Frage, was geschieht damit? Und der Einigungsvertrag hatte ja explizit festgelegt, dass die Bodenreformenteignungen nicht rückabgewickelt werden. Und dagegen haben sich dann eben einige der Eigentümer gewehrt, erst vom Bundesverfassungsgericht, allerdings erfolglos im Ergebnis. Und in dem Zusammenhang hat auch Professor Bernhard ein Gutachten gemacht. Also so Fragen, die damit im Zusammenhang waren, schon präsent. Eine andere Sache, was gerade dieses Jahr mich das wieder daran erinnert, das geht allerdings dann über Deutschland hinaus, die baltischen Staaten. Ne? Diese ganze Geschichte der baltischen Staaten war mir damals eigentlich relativ unbekannt. Und es gab dann einen Gastwissenschaftler im Institut, Vilenas Vardapalas, der später auch Richter sowohl
wenn ich mich richtig erinnere, ist er sowohl Richter am EGMR als auch dann am EuGH gewesen. Und ich habe ihn gerade dieses Jahr zufälligerweise, weil da gab es eine Justizministerkonferenz in Vilnius, da habe ich ihn getroffen. Er ist jetzt inzwischen auch im Ruhestand, aber er ist immer noch aktiv. Er hat eine Law Firm gegründet mit seinem Sohn. Und er war damals eigentlich auch jemand, der mir zum ersten Mal die Augen geöffnet hatte für diese Annexion und auch die ganze Geschichte der baltischen Staaten, ne, und auch das Unrecht, was damals geschehen ist, die wirklich brutale Unterdrückung jeder Nationalkultur der Staaten, der Sprache, die Deportation nach Sibirien und auch das ist auch, das ist noch bis in die 50er Jahre eine Art Guerillakrieg, die Waldmenschen. Ich glaube, in allen 3 baltischen Staaten gab es dieses Phänomen unterschiedlicher Dimension. Aber das war eigentlich völlig nicht auf dem Radar. Das war eine Sache, das hat man nicht in der Schule gelernt, aber das spielte auch in der Berichterstattung eigentlich kaum eine Rolle. Und Vilenas Vardapalas war jemand, der das am Institut sehr, natürlich aus völkerrechtlicher Sicht, aber sehr interessante Vorträge darüber und auch dann private Gespräche hat das wirklich einem nahegebracht. Und das war überhaupt für mich auch eine der schönsten Seiten des Instituts, diese Kontakte mit den Gastwissenschaftlern aus. Und damals gerade nach 89, kamen halt viele, gerade aus Ost- und Mittel- oder Zentraleuropa. Hatten Sie auch vor 89 schon teil an den Begegnungen mit Wissenschaftlern aus Osteuropa? Es gab ja zuvor schon in den 80er Jahren auch Kolloquien mit sowjetischen Völkerrechtlern, auch mit Polen gab es Verbindungen. Waren Sie daran auch beteiligt? Nein, leider gar nicht. Das ist das Witzige. Mein Name ist zwar eindeutig polnischen Ursprungs, aber ich habe das sogar mal nachgeforscht, als ich schon in Straßburg war. Aber das sind mindestens 4, 5 Generationen. Ne? Das war damals Ende des 19. Jahrhunderts ein Bronisław Polakiewicz, der kam tatsächlich aus der Gegend aus einer Stadt Neumark, die in Westpreußen damals lag, aber Polen existierte ja gar nicht, der nach Berlin kam und dann, aber seitdem, wie gesagt, seit Ende des 19. Jahrhunderts schon war die Familie in Berlin und wurde dann völlig assimiliert. Ich spreche leider auch überhaupt kein Polnisch. Und insbesondere, was ihm auch witzig war, damals in West-Berlin aufgewachsen, war man so westorientiert. Ich habe eher Italienisch gelernt und Spanisch, irgendwie alles, was im Osten, obwohl Warschau im Prinzip geografisch näher als München ist, hat man sich, also ich zumindest, hat sich einem gar nicht interessiert. Das war der graue Sozialismus da im Osten und Totalitarismus und keiner hat eigentlich, freiwillig hat man sich damit kaum beschäftigt und eher Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch gemacht, sodass ich leider, eigentlich habe ich überhaupt keinen, trotz des Namens, wirklich nie mit Ostrecht beschäftigt oder war auch nicht an diesen Kolloquien beteiligt. Ja, das Thema, das Sie ja wahrscheinlich damals schon relativ bald auch nach ihrem Beginn hier gewählt hatten, also die Beschäftigung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, war ja zumindest zu dem Zeitpunkt auch eigentlich ein ganz westorientiertes Thema sozusagen. Also die EMRK ist ja ein Produkt auch der Westorientierung oder der Orientierung am liberalen, demokratischen Modell von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und das ist ja ein Thema gewesen, das Sie dann offensichtlich schon für sich entdeckt hatten, als es 89 zum Mauerfall kam. Wie ist dazu gekommen, zu dieser thematischen Orientierung und zu der Entscheidung für dieses Promotionsthema auch? Ja, das ist auch ganz interessant. Als ich ankam am Institut, hätte ich nicht gedacht, dass ich über die Europäische Menschenrechtskonvention promovieren würde. Wir gucken jetzt hier immer so drauf. Ja, das ist dann hier ein Buch geworden, auch 93 erschienen in der Reihe des Instituts. Und eigentlich, aber da kommen wir gleich nochmal drauf
zu sprechen kommen. Sie bringen da ja auch schon etwas zum Ausdruck, was dann viel später das Bundesverfassungsgerichts in der Gargoli-Entscheidung von 2004 formuliert hat als Orientierungs- und Leitfunktion der Entscheidungen des EGMR, auch für nationale Rechtsprechung, nationale Verfassungsgerichte. Aber wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Ja, dazu vielleicht ein Wort. Also das ist ganz eindeutig, geht auf meinen Doktorvater, Professor Frohwein, zurück. Weil, wie gesagt, als ich anfing, die EMRK war auch nicht unbedingt im Fokus meines Interesses. Ich kam eigentlich, wie ich hatte ja gesagt, durch den Kontakt zu Herrn Nolte, kam ich hier, wir hatten auch einen Moot Court zusammen gemacht, diesen Jessup Moot Court, und sind sogar zusammen in die USA geflogen. Und ich war eigentlich von meiner ganzen Interesse damals und dem Studium in Berlin an der Freien Universität, war mein Fokus eigentlich das richtig traditionelle Völkerrecht. Das Heidelberger Institut war für mich auch, wie der Name sagt, Institut für Völkerrechte und Rechtsvergleichung. Und die EMRK, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, also sogar zum Beispiel in meinem Studium, wenn ich zurückdenke, die EMRK wird eigentlich kaum behandelt. Mein damaliger Professor war Professor Randelshofer, inzwischen verstorben. Ich kann mich noch so dunkel, internationaler Menschenrechtsschutz war so ein Unterkapitel in der Völkerrechtsvorlesung, vielleicht eine Doppelstunde oder so. Und es wurde eigentlich nicht, also jedenfalls nicht zentral behandelt. Dann wurde es noch ein bisschen erwähnt, manchmal von Strafrechtlern, wegen Fair-Trial-Garanties insbesondere und Artikel 6. Aber eigentlich die EMRK war nicht im Fokus. Und meine ersten Ideen für eine Dissertation waren auch nicht in dem Gebiet und auch nicht meine Zuständigkeit in der berühmten Referentenbesprechung. Am Beginn war ich gar nicht für Europarat und EGMR zuständig, sondern für, noch erinnern, weil ich eben, wie ich sagte, Spanisch auch mich sehr interessiert hat. Ich war für Lateinamerika und Portugal. Weil Portugal war damals, so kann ich mich noch erinnern, das sagte Professor Frohwein, als ich kam, Portugal war ja 86 gerade in die Europäische Union aufgenommen worden oder beigetreten und es gab keinen Referenten. Es war jetzt EU-Land, aber es gab keinen Referenten und das wurde jetzt als Problem oder man sollte doch unbedingt, alle EU-Länder mindestens müssten abgedeckt sein durch Referenten, sodass in meinen ersten Jahren der Referentenbesprechung habe ich vor allen Dingen Urteile des portugiesischen Verfassungsgerichts vorgetragen, was damals auch ganz interessant war, durch die ja sehr zum Teil auch sehr innovative Rechtsprechung zu den sozialen Grundrechten, wirtschaftlichen Grundrechten, die portugiesische Verfassung anders als andere westeuropäische Verfassungen hatte. Und ich kann mich erinnern, mein allererster Aufsatz war über das Scheidungsverbot in Argentinien. Das war ein Urteil der Corte Suprema von 1987. Weil damals in Argentinien war es tatsächlich wohl so, dass wenn zwei Personen, die nicht geschieden waren, zusammenlebten, das galt als Ehe, war sogar ein Straftatbestand, wenn ein geschiedener Mann und eine geschiedene Frau zusammenlebten. Und dagegen haben zwei Juristen geklagt und unter Bezug auf die amerikanische Menschenrechtskonvention und gewonnen. Das war überhaupt meine erste Befassung, aber es war nicht mit der EMRK, sondern mit der AMRK. Und es war dann wirklich der Verdienst von Professor Frohwein, der mich dann brachte auf dieses Thema, die Verpflichtungen aus den Urteilen. Und es war, wie Sie sagen, es war damals eigentlich noch ein bisschen fast Pionierarbeit, weil der Gerichtshof hat ja anders als heute, wo er nahezu 2000 Urteile pro Jahr, damals waren es noch ganz wenige Urteile pro Jahr. Und diese Problematik jetzt, was bedeutet eigentlich die Feststellung einer Konventionsverletzung, einmal für den betroffenen Staat, für den verklagten Staat, aber dann auch darüber, wie Sie sagen, Orientierungswirkung für andere Staaten, die war eigentlich noch relativ unbearbeitet. Es gab zwar
so ein paar Überlegungen, ne? Also gab natürlich die Vorarbeiten, Travaux préparatoires, aber gerade zu den Vorschriften über die Urteilswirkungen in der Konvention, aber es gab eigentlich wenig Praxis, kaum Praxis und auch wenig wissenschaftliche Durchdringung des Themas. Und für mich war es auch sehr interessant, weil es auch eine rechtsvergleichende Dimension hatte, eben auch zu sehen, wie andere Staaten, weil es natürlich der Status oder die Wirkungen der Urteile hängen auch immer ein bisschen davon ab, wie überhaupt allgemeines Völkerrecht in das nationale Recht einwirkt. Die berühmte Monismus, Dualismus und welchen Status überhaupt Völkerrecht hat. Und insofern, da war dann das Institut auch der beste Platz, einfach wegen dieser super Bibliothek, die es hier gab, wo man wirklich rechtsvergleichend auch Urteile aus allen Mitgliedstaaten der EMRK untersuchen konnte. Und wie gesagt, dieses Thema hat mich dann wirklich sehr begeistert, eben durch diese Verbindung zwischen auch Völkerrecht und Rechtsvergleichung und nationalem Recht. Und ich bin sehr stolz, das stimmt, dass das, wie Sie gesagt haben, ich bin sogar zitiert in einem der ersten Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zu der Problematik. Und Sie haben auch mehr oder weniger, sind auch gefolgt der Analyse, die ich da entwickelt habe. Und die Problematik ist bis heute hochaktuell. Wenn Sie denken, gerade Fall Kavala, der leider immer noch nicht vollstreckt ist in der Türkei. Aber die Problematik ist immer noch heute fast genau wie damals. Es gibt ein rechtskräftiges Urteil aus Straßburg, aber die Person ist immer noch in Haft. Und der Staat sagt dann, ja, wir haben ja eine unabhängige Justiz, die Person kann sich ja wenden an die Gerichte und muss eben die Durchsetzung der Urteile auf gerichtlichem Weg erreichen. Wir sind ein Rechtsstaat, wir können keine Anweisungen an Richter geben. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen völkerrechtlicher Bindungswirkung und man hat ein internationales Gericht und es ist ja irgendwie, es spricht ja Hohn, ne, zu sagen, da wird jemand verurteilt, sitzt in Haft, es ist rechtskräftig festgestellt, dass das konventionswidrig ist und dann soll nichts passieren oder allenfalls eine Entschädigung gezahlt werden. Ne? Und aber das ist ja eine Erfahrung, die Sie oft machen mussten, auch auf Ihrer Karriere, wenn man so in der Longue Durée auch die Beachtung der Entscheidungen des EGMR sich anschaut durch bestimmte Staaten. Das variiert ja immer etwas. Ja. Welche da die nachlässigeren sind und welche die anderen sind. Ich fand jetzt sehr interessant bei der Beschreibung auch des Vorgehens bei der Vorbereitung Ihrer Dissertation, die den Titel trägt, ich glaube, wir hatten ihn nicht genannt, die Verpflichtung der Staaten aus den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass Sie auch nochmal beschrieben haben, wie stark Sie sich orientiert haben, einerseits an allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts und so diesen klassischen Debatten, Monismus, Dualismus, dann aber auch an der Rechtsvergleichung. Und das entspricht ja auch sehr stark der originären thematischen Aufstellung des Instituts, dass es eben ein Institut ist für ausländisches öffentliches Recht, für Rechtsvergleichung und Völkerrecht. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, das haben Sie auch gesagt, dass eben in den 90er Jahren, als Sie an der Arbeit saßen, einfach der Urteilsbestand der Straßburger Rechtsprechung noch sehr überschaubar war. Ich glaube, bis 1998, also bis zur Neuaufstellung des Systems und der Integration von Kommission und Gerichtshof hin zum einheitlichen Gerichtshof, gibt es etwa 850 Entscheidungen, inzwischen einige 10.000. Also das illustriert auch, wie überschaubar eben das Rechtsprechungsreservoir war, an dem man sich da orientieren konnte. Und da war dann eben notwendig einfach auch der Rückgriff auf andere Modelle und die Rechtsprechung anderer Gerichtsbarkeiten, was aber vielleicht ja gar nicht so schlecht ist, wenn man solche grundsätzlichen Fragen dann auch lösen muss und darüber nachdenkt. Inwieweit haben Sie denn bei der Arbeit an diesem
an diesem Buch auch davon profitiert, dass der Betreuer, Professor Frohwein, ja selbst auch Akteur war in Straßburg und dass es eben unmittelbaren Zugang auch gab zu Kommission und Gerichtshof und man eben auch teilhaben konnte, im Prinzip, vermute ich mal, mittelbar an den Diskussionen, die in Straßburg geführt wurden. Ja, auf jeden Fall. Das war ganz eindeutig ein Plus, dass also nicht nur die Referentenbesprechung, wo damals in den beginnenden frühen 90er Jahren war wirklich EMRK war eines der Hauptthemen, oder es gab fast keine Referentenbesprechung, wo nicht ein Urteil des EGMR besprochen wurde. Aber es war auch dank der Vermittlung von Professor Frohwein, war es mir dann auch vergönnt, im Rahmen, ich war ja damals zunächst auch Rechtsreferendar am OLG Karlsruhe und hatte die Referendarzeit gemacht, und die Auslandsstation habe ich dann in Straßburg gemacht. Allerdings nicht am Gerichtshof, oder damals gab es ja auch noch die Kommission, weder im Gerichtshof Kommission, sondern damals hieß das, glaube ich, Direktion für Menschenrechte. Das war mein direkter Betreuer war Andrew Jemczewski, der auch ein großes Buch geschrieben hat über die EMRK im innerstaatlichen Recht. Und auch einen polnischen Namen, aber er ist in UK groß geworden. Aber er, im Unterschied zu mir, der spricht Polnisch. Und er war damals schon in Straßburg gewesen. Und er war zuständig eben in diesem intergouvernementalen Bereich, in dem ich später dann auch, als ich zum Europarat ging, auch selber tätig war. Also es gibt ja neben dem Gerichtshof eben die Arbeit auf zwischenstaatlicher Ebene, besonders durch den Lenkungsausschuss Menschenrechte, CDDH auf Englisch. Und dieses Komitee beschäftigte sich damals auch unter anderem auch mit Fragen der Umsetzung der Urteile. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, auch an diesen Expertenausschüssen schon teilzunehmen, auf der einen Seite, und dann auch den Kontakt zu den Verhandlungen im Ministerkomitee, das ja die Funktion hat, nach der Konvention die Überwachung des Urteilsvollzugs durchzuführen. Allerdings da hat sich wirklich eine kopernikanische Wende vollzogen. Ich kann mich noch genau erinnern, in der Zeit damals, in den frühen 90er Jahren, war alles geheim. Und auch ich als Praktikant hatte keinen Zugang zu den Sitzungen des Ministerkomitees, wenn es diese Aufgaben des Urteilsvollzugs, Überwachung wahrnahm, da teilzunehmen. Es war alles streng geheim, die Dokumente. Es wurden nur die abschließenden Entschließungen oder Resolutions, die waren öffentlich, aber alles war streng geheim. Und heute, zum Glück, hat sich sehr geändert. Es gibt jetzt eigentlich das Umgekehrte. Es gibt immer noch einige Dokumente, aber dann, es muss bestimmte Gründe geben, um die nicht öffentlich zu machen. Ja, und die Politik ist jetzt, dass praktisch alle die Dokumente auch in dem Bereich öffentlich werden. Und an den Sitzungen, wie gesagt, die Sitzungen sind im Prinzip immer noch à huis clos, also die finden unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Aber inzwischen spielen auch Nichtregierungsorganisationen und National Human Rights Institutions eine große Rolle, die Eingaben machen an das Ministerkomitee und die eine große, sozusagen auch die Civil Society hat Zugang direkt zum Ministerkomitee. Und dadurch hat sich wirklich die Qualität verändert, dieser wichtigen Aufgabe, die das Ministerkomitee macht. Allerdings bleibt es immer noch, was auch manche Leute kritisieren, gerade aus der Wissenschaft, es bleibt immer noch, aber das ist auch von der Konvention vorgegeben, nur eine Überwachung des Urteilsvollzugs. Das Ministerkomitee hat keine wirklichen Zwangsbefugnisse, die Urteile durchzusetzen, sondern es kann eben nur die Staaten auffordern,
Und es kann, was auch zunehmend passiert und eigentlich inzwischen fast bei jeder Sitzung, es gibt so 4 Sitzungen im Jahr normalerweise, wo eine Woche lang nur das Ministerkomitee sich nur fokussiert auf diesen Urteilsvollzug. Und fast bei jeder Sitzung jetzt kamen aus 1 oder 2 Staaten auch Minister oder Staatssekretäre, die eben über besonders problematische Fälle berichten. Und es ist wahr, dass manchmal ist es natürlich so, die negativen Fälle machen vielleicht mehr Schlagzeilen, aber es gibt auch sehr viele positive Fälle, wo Staaten auch ganz grundsätzliche und auch oft kostspielige Reformen, gerade des Justizwesens, des Strafvollzugs, durchgeführt haben, um den Urteilen zu entsprechen und um eben den EMRK-Standards, um die umzusetzen. Also es gibt auch eine sehr viel positive Entwicklung in dem Bereich. Allerdings ist es wahr, dass wenn ein Staat halt nicht bereit ist, einzugreifen und dann ist die einzige Möglichkeit, die wurde dann erst in den 2000er Jahren, das war erst ein Protokoll zur Änderungsprotokoll führte dann ein, diese Möglichkeit, den Gerichtshof nochmal zu befassen. Also wenn das Ministerkomitee hat dann die Kompetenz bekommen, dass es ein Verfahren, wenn es der Meinung ist, dass ein Staat ein Urteil praktisch bewusst und willentlich nicht vollzieht, sich weigert zu vollziehen, dann. Aber die einzige Möglichkeit, das Problem des Verfahrens ist, dass das Ergebnis ist wiederum nur ein Feststellungsurteil. Der Gerichtshof stellt dann in einem zweiten Verfahren fest, dass eben dass eine Nichtdurchführung vorliegt und ein Nichtvollzug des Urteils. Und das passiert in 2 Verfahren bislang. Erst Mammadov war das erste Verfahren gegen Aserbaidschan und jetzt eben gerade in diesem Fall Kavala. Aber wie gesagt, im Fall Mammadov hat immerhin das Verfahren dazu geführt, dass die Person, also Mammadov, wurde freigelassen von Aserbaidschan noch während des laufenden Verfahrens, bevor der Gerichtshof das zweite Urteil gefällt hat. Aber im Fall Kavala ist nichts passiert. Die Person, ich glaube, ist inzwischen über 70 Jahre, ist seit über 10, 15 Jahren im Gefängnis ohne ein rechtskräftiges Urteil überhaupt, ohne dass ein Urteil ergangen ist, das der EMRK entsprochen hätte. Aber der Straßburger Gerichtshof ist eben immer noch kein Verfassungsgericht. Ja. Auch wenn in dem, was Sie jetzt beschrieben haben, das zeigt ja auch in der Tendenz die Entwicklung von einem wirklich klassischen internationalen Gericht. Sie haben das ja auch beschrieben, die Geheimhaltung der Beratungen auch über die Umsetzung der Urteile eben zu einer Situation, wo man doch stärker sich in einem sozusagen konstitutionellen Raum bewegt und auch so agiert, auch was die Zugänglichkeit und die Transparenz und auch die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und NGOs anbelangt. Aber ich möchte nochmal zurückgehen auf diese Ausgangsphase, wo wir eben tatsächlich noch dieses klassische Staatengericht haben. Sie haben ja gesagt, dass die Entscheidungen des EGMR auch hier in der Referentenbesprechung eine große Präsenz hatten, dass fast jede Woche Entscheidungen vorgestellt wurden. Es gab natürlich die personelle Verbindung durch Professor Frohwein, auch viele andere waren regelmäßig mit der Rechtsprechung, der andere, die regelmäßig auch publiziert haben zu diesen Themen, Karin Oellers natürlich. Dann die enge Verbindung zur Europäischen Grundrechte-Zeitschrift. Eigentlich hat sich, also aus meiner Studienzeit muss ich sagen, das ist einem auch so als ein Konglomerat erschienen. Heidelberg und die EuGRZ mit den Engels. Norbert Paul Engel ist ja gerade auch verstorben. Unlängst. Also eigentlich gab es da so eine sehr enge Verbindung der wissenschaftlichen Institutionen und auch der gerichtlichen Institutionen. Ist das damals auch manchmal als Problem empfunden worden von den Referenten? Denn heute ist eigentlich die Frage, wie nah sind wir an politischen Entwicklungen, was bedeutet eigentlich Grundlagenforschung, wie nah dürfen wir auch an Gerichten sein. Das ist eigentlich ein Thema, das sich so durchzieht durch die Diskussionen heute, auch in der Referentenbesprechung, das für die
für die eigene Profilbildung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier auch eine große Rolle spielt. Das ist interessant. Also damals wurde es eigentlich meiner Erinnerung nach kaum hinterfragt. Es hat zum Beispiel Professor Bernhard auch natürlich nie berichtet aus Beratungen, was der Gerichtshof sozusagen in einzelnen Fällen beraten hat, oder Professor Frohwein von der Kommission. Das unterlag natürlich des Geheimnisses der Beratung, Secret de Délibération. Aber die Tatsache, ich glaube, dass sich auch Richterinnen und Richter stellen der Debatte und auch kritischen Würdigung von der Wissenschaft, ist meines Erachtens sehr wichtig, weil auch Gerichte müssen sich in gewisser Weise der öffentlichen Debatte stellen, denke ich zumindest. Und es gibt immer wieder Urteile, die auch sehr kritisch aufgenommen wurden. Und ich glaube, es kann auch heilsam sein, dass Gerichte dann und auch Richter an solchen Debatten teilnehmen. Aber es ist eine interessante Frage. Ich kann Ihnen sagen, in Straßburg war das auch ein großes Thema, die dänische Präsidentschaft. Das war, glaube ich, 2018, als die Präsidentschaft im Ministerkomitee hatten, haben sie ja diesen Prozess, der dann in der Kopenhagener Erklärung mündete, eingeleitet. Und sie hatten das vielleicht ein bisschen diese nordisch-skandinavische Tradition. Sie waren der Meinung, dass der Gerichtshof müsse sich eigentlich oder sollte sich stellen, viel mehr als er es tut, der EGMR, viel mehr als er es tatsächlich sollte sich auch zu einem richtigen Dialog, nicht nur mit anderen Gerichten, das ist ja unstreitig, das machen alle Gerichte und es gibt ja immer umfangreiche Dialoge zwischen Verfassungsgerichten, EuGH, EGMR. Aber die dänische Meinung war, und sie waren damit nicht alleine, sie sollten sich genauso einem Dialog stellen mit den Vertragsparteien, den High Contracting Parties der Konvention. Und da waren allerdings die Meinungen ziemlich nicht so einhellig. Und auch Deutschland war eher kritisch abwartend. Es war mehr so nordisch, nordwestliches Europa, die auf dieser Linie waren. Der Gerichtshof solle sich auch stellen, tatsächlich Dialogen auch über die politischen Aspekte gewisser Entscheidungen. Und wir haben ja viele Menschenrechtsentscheidungen, die ganz brennende, hochaktuell auch politische Fragen, Klimasenior, das letzte Urteil zum Beispiel, aber auch andere zu Pushbacks, jetzt gerade wieder in Griechenland, und dass die Gerichte sich auch zu einer Debatte mit den Regierungsvertretern stellen sollten, sei es im Ministerkomitee, sei es im Rahmen in anderen Kontexten. Allerdings, wie gesagt, Dänemark ist damit nicht voll durchgedrungen. Also weil da hat man dann wieder die Bedingungen im Europarat sind eben immer so, dass grundlegende Reformen des Konventionswerks, man braucht Konsensus, weil besonders Änderungen der Konvention, aber auch solche großen Richtungsänderungen im Policy-Bereich erfordern Konsensus. Und Dänemark hatte eine relativ kritische Haltung gegenüber dem Gerichtshof, aber ist damit eigentlich kaum durchgedrungen. Und gerade die Kopenhagener Erklärung ist ja auch sehr gut dokumentiert. Die erste Entwurf war noch ziemlich radikal, mit ziemlich radikalen Vorschlägen. Aber dann gab es einen Backlash auf der einen Seite der NGOs, aber auch vieler Mitgliedstaaten, vieler Regierungen. Und am Ende ist eigentlich die Kopenhagener Erklärung, wie sie dann verabschiedet wurde, hat eigentlich eher den Gerichtshof gestärkt, weil es hat eigentlich die Grundlagen einer doch eben
in gewisser Weise sogar supranationale Elemente aufweisenden Rechtsprechung, die die Staaten umzusetzen haben. Allerdings unter starker Betonung, das fing damals an und das hat sich ja dann auch in der Rechtsprechung immer weiter fortgesetzt, Subsidiaritätsgrundsatz, weil dann auch über das 15. Zusatzprotokoll der natürlich immer in die Präambel Einhaltung gekommen ja immer wieder ist. eingefordert wird. Und diese Shared Responsibility, was glaube ich auch von Kopenhagen herrührt, aber seitdem ist es auch so ein Standardsatz, findet sich fast jeder Erklärung des Ministerkomitees, dass eben die Umsetzung der Konvention nicht allein der Gerichtshof, vielleicht nicht mal in erster Linie der Gerichtshof, sondern es sollte eigentlich in erster Linie, sollten es die nationalen Behörden und Gerichte sein, die die Einhaltung der Konvention gewährleisten. Ja, da spielt dann natürlich auch der Gesamtkontext des Europarats wieder eine Rolle, der ja auch in anderer Weise als allein durch die Rechtsprechung des Gerichts diese Umsetzung oder die Verwirklichung von Rechtsstaatlichkeit befördern kann. Und das ist ja ein zentrales Thema dann auch durch ihre ganze Karriere. Aber bevor wir da hinkommen, wenn man jetzt auf ihre Zeit am Institut schaut und dann den beruflichen Einstieg in Straßburg, da hat man ja den Eindruck, auch nach dem, was Sie jetzt beschrieben haben, dass Sie eben vorher schon durch Praktika eben eine unmittelbare Erfahrung auch hatten der Arbeitspraxis in Straßburg, dass das fast so ein organischer Übergang gewesen ist. Wie hat sich das dargestellt? Sie hatten dann diese Dissertation abgeschlossen oder waren am Ende, was hat Sie dann motiviert, sich für den Berufseinstieg in Straßburg zu entscheiden? Ja, das ist auch interessant. Es war nicht ganz so organisch, wie es vielleicht von außen erscheint oder jetzt im Rückblick. Damals war es eigentlich so, insbesondere als ich dieses Praktikum machte, eben noch als Rechtsreferendar, da andere Praktikanten waren schon ganz wir, die machten eigentlich das Praktikum nur, um irgendwie einen Fuß im Europarat zu haben, um dann später da zu arbeiten. Während bei mir war eigentlich damals, der Fokus war eigentlich ganz klar auf akademischer Laufbahn und ich habe das Praktikum eben nur gesehen als auch sehr interessante Station für meine Dissertation und hat mich gar nicht groß interessiert. Ich hatte mich damals noch nicht mal so erkundigt, wie überhaupt die Arbeit da ist. Und der Europarat ist ja auch sehr speziell in seiner Rekrutierung, weil anders als bei der EU wurden damals zumindest, inzwischen hat es auch schon wieder ein bisschen geändert, aber damals war es so, es gab eigentlich immer nur oder fast ausschließlich nur National Competitions. Das heißt, und die wurden dann durchgeführt, wenn ein Staat sozusagen im Verhältnis zu seiner Budgetleistung unterrepräsentiert war. Es gibt so eine Art Punktesystem, dass jeder Mitgliedstaat des Europarats je nach Budgetbeteiligung hat, ein bisschen vereinfacht, Anspruch auf so und so viele Beamtenstellungen oder Posten im Sekretariat. Und das wird auch von den Staaten ziemlich ernst überwacht. Und dann, sobald das Quota sinkt, dann werden die Staaten auch manchmal vorstellen, sagen, jetzt muss mal eine Competition stattfinden. Aber das war eben damals in den Ende der 80er und vor allen Dingen in den 90er Jahren war es ja dann so, dadurch, dass das zusammenfiel mit der Erweiterung des Europarats auf Osteuropa, waren faktisch fast alle Competition oder Konkurs, die es gab, waren für die neuen Staaten aus Mittel- und Osteuropa. Und die alten Staaten es gab dann einen einzigen überhaupt Konkurs, das war dann zufälligerweise das war der erste, wo überhaupt auch Kandidatinnen aus der ehemaligen DDR teilnehmen konnten. Das war kurz nach der Einigung, das war dieser Konkurs, wo ich dann auch rekrutiert wurde. Und damals habe ich das gemacht eigentlich, wie Sie sagen, es stimmt, dann habe ich mich natürlich, ich habe gesehen, es gibt diesen Konkurs. Und dann habe ich gesagt, damals war eigentlich so die Erwägung, warum nicht? Das schadet ja nicht der akademischen Laufbahn. Im Gegenteil, wenn man ein paar Jahre Praxis hat, ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber ich war eigentlich eher auf der Schiene akademische Laufbahn. Ich hatte ja sogar die Otto-Hahn-Medaille bekommen und hatte dann
ein Stipendium. Und ich hatte sogar schon ein Thema für eine Habilitation, eben diese wirtschaftlichen, sozialen Grundrechte, so vage. Und war dann in Portugal gewesen, in Spanien und dann am Ende in Rom. Und als ich in Rom war, rief mich dann auf einmal, da hatte ich dann diesen Wettbewerb gemacht beim Europarat und dann rief mich ein Italiener an. Ich dachte erst, es wäre ein Professor aus Rom, den ich irgendwie treffen wollte zu einem Gespräch. Aber nein, es war Gianni Buchicchio, der später, damals war er schon Secretary, später wurde er selbst Mitglied und dann sogar Vorsitzender der Venedig-Kommission. Und der war gerade damals dabei, 1993 war das, die Venedig-Kommission aufzubauen. Das war ja auch so eine Erfolgsgeschichte des Europarats, was anfing eigentlich als ein sehr technisches Organ. Antonio Lapergola und Gianni Buchicchio weitgehend waren da federführend, was aber gegründet wurde eigentlich als ein reines technischer Expertenausschuss des Europarats für Verfassungsrecht und Austausch von Gesetzgebung. Eigentlich fast ein bisschen akademisch, in gewissen Zügen. Es gab ja dann auch Bezüge zur... Und dann wurde das ganz politisch, weil die Gründung fiel zusammen mit dem Mauerfall mehr oder weniger. Ich weiß nicht mehr genau, was vorher, die Gründung der Venedig-Kommission oder der Mauerfall, aber es war innerhalb eines Jahres mehr oder weniger. Also ich meine später, Venedig-Kommission ist 1990. Ja, 90, genau. Kurz danach, ja. Sie war sozusagen schon geplant, aber wurde dann vollzogen 1990, kurz nach dem, und hat dann eine sehr politische Rolle auch bekommen. Und dieser Gianni Buchicchio suchte dann auch junge Juristen mit einschlägigen verfassungsrechtsvergleichenden Kenntnissen. Und als ich dann dieses Angebot bekam von ihm, dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Aber am Anfang war eher mein Gedanke, ich mache das ein paar Jahre und gehe zurück. Aber dann, wenn man einmal, ich muss dann sagen, es war eine sehr interessante Arbeit und sehr vielschichtig. Und dann am Ende, dann habe ich auch Familie gegründet. Am Ende bin ich einfach in Straßburg geblieben und nicht zurückgegangen. Aber ich hatte, wie gesagt, so ganz organisch war es nicht. Es war war Straßburg zunächst nur geplant als so ein Zwischenstopp auf der akademischen Seite. Und ich habe auch gleichzeitig immer ein bisschen versucht, so zumindest ein halbes Bein im akademischen Bereich zu haben. Ich habe ja dann am Anfang war ich nicht so sehr in Heidelberg, also Anfang meiner Straßburger Zeit, dann ab November 93. Ich war da nicht so viel in Heidelberg, aber ich war dann in Saarbrücken. Da war ja damals auch Heidelberger Urgestein, Thorsten Stein und Werner Meng waren Direktoren des Europa-Instituts an der Uni im Saarland in Saarbrücken. Und es war dann Professor Stein, dem er anbot, Mensch, du hast ja auch immer viel da gemacht in dem Bereich. Ich weiß, du bist jetzt da in Straßburg, auch sehr glücklich, aber es wäre doch schade, wenn du nicht weiter irgendwas machst. Und dann habe ich angefangen, so einen Kurs zu machen auch im Menschenrechtsbereich, am Europa-Institut in Saarbrücken und bin dann da nach ein paar Jahren auch Honorarprofessor geworden. Und insofern habe ich immer ein bisschen doch einen akademischen sozusagen einen gewissen Kontakt gehalten. Ja, also eigentlich auch so ein klassisches Profil doch des Legal Advisors in International Organizations, dass man auch ein starkes akademisches Profil beibehält. Ich möchte noch mal fragen, bei der Entscheidung nach Straßburg zu gehen, auch wenn Sie das nur als so einen kleinen Zwischenstopp geplant hatten in der akademischen Karriere, war da für Sie schon absehbar, dass das ein großes Entwicklungspotenzial hat, dieser Europarat und auch der Gerichtshof? Denn es hat ja dann doch eine Evolution oder Revolution gegeben, die die Institutionen transformiert hat, aber natürlich auch die Institution ungeheuer einflussreich gemacht hat für die Verfassungsentwicklung in Mittel- und Osteuropa und überhaupt für die politischen Veränderungsprozesse dort. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich eher dann Grund für die Entscheidung, in Straßburg zu bleiben, weil eben
weil es so interessant war zu sehen, wie der Europarat eben in diesen Bereichen tätig ist. Es wurden auch wichtige, große, neue Konventionen gemacht. Ich habe auch gerade angefangen im Europarat, wie gesagt, 93 im November, das war kurz nach dem Wiener Gipfel. Der Europarat, anders als die EU, hat ja nur ganz selten Gipfel. Damals 93 war, glaube ich, überhaupt der erste Gipfel des Europarats in Wien. Und jetzt hatten wir vor kurzem den Reykjavik-Gipfel, aber das war auch, dazwischen lagen 18 Jahre zwischen dem letzten. Also der Europarat ist eigentlich meiner Meinung nach, bezeichnet sich immer als politische Organisation, aber eigentlich ist die Stärke, würde ich schon sehen, auch sehr stark in dem Bereich von dieser juristischen Beratung, Venedig-Kommission, Gerichtshof und auch zum Beispiel Anti-Folter-Ausschuss. Also sind alles sehr juristisch, technisch arbeitende Ausschüsse, die natürlich dann auch politische Wirkungen durchaus haben, aber von der Natur gesehen eigentlich eher technisch sind. Und politisch ist der Europarat eigentlich nicht vergleichbar in seiner Dynamik oder Stärke mit der Europäischen Union zum Beispiel. Der Europarat ist kein starkes politisches Gewicht in Europa. Und meiner Meinung nach ist das sogar seine Stärke, wenn es kommt zu diesen mehr juristisch-technischen oder auch Monitoring-Arbeiten, weil er eben nicht als politischer Akteur wahrgenommen wird, ist er glaubwürdiger, wenn es darum geht, Standards zu entwickeln und auch zu überwachen, die Einhaltung. Aber sicherlich, der Europarat hat eine sehr interessante Entwicklung genommen in den 90er Jahren. Und aber heute zum Beispiel, glaube ich, stehen wir auch wieder vor einer neuen Situation. Es ist heutzutage sind wieder die Grundwerte werden in Frage gestellt. Die Menschenrechte sind nicht mehr unbedingt die erste Priorität vieler Regierungen. Und dann kommt beim Europarat noch hinzu diese Architektur. Die europäische Architektur ist auch meines Erachtens immer noch nicht wirklich sehr, wie soll man sagen, nicht sehr durchdacht oder es gibt einfach zu viel Doppelarbeit und Überschneidungen und zwischen Europäischer Union und Europarat. Die meisten Bürgerinnen und Bürger kennen gar nicht den Unterschied. Und was halt immer noch fehlt, ist eigentlich, das ist jetzt ein Thema, jetzt kommen wir zu meinem Thema als Rechtsberater. Seit 10 Jahren bin ich jetzt, etwas über 10 Jahren bin ich jetzt Rechtsberater. Und wahrscheinlich die interessantesten, aber auch schwierigsten juristische Fragen in dem Zusammenhang. Ich meine, ich habe sehr viel zu tun, auch mit rein sehr technischen Fragen, aber die interessantesten politisch-rechtlichen Fragen ist immer Verhältnis zur Europäischen Union. Ne? Und das ist bis heute ungelöst. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass diese doch sehr starke Überlappung von EU-Staaten und Mitgliedstaaten des Europarats, dass da vielleicht auch nochmal eine größere Kohärenz, ein stärkeres Gegengewicht auch zu den aktuellen Backlash-Phänomenen herstellen kann? Und welche Rolle spielt dabei auch die Frage des Beitritts der EU zur EMRK? Das ist ja ein Thema, das auch, würde ich sagen, schon ihre ganze Berufslaufbahn mitläuft in diesem Kontext. Also gibt es da vielleicht auch ein Potenzial, das jetzt dadurch entsteht, dass man wieder eine stärkere Kondensierung sozusagen hat und eine stärkere Kongruenz von EU-Mitgliedstaaten und Europaratsmitgliedstaaten? Ja, meines Erachtens ist für mich eigentlich der wichtigste Weg, um Kohärenz herzustellen, ist tatsächlich dieser Beitritt. Und dass er nicht vollzogen ist bis heute, ist meistens auch eine große Schwäche des europäischen Grund- und Menschenrechtsschutzes. Denn man hat die Situation im Moment, dass eben die Gerichtshöfe in Luxemburg und Straßburg
sie führen Dialoge durch, also die Richter treffen sich, aber formal gesehen gibt es keine Verbindung. Die EMRK, man kann sich nicht direkt auf die EMRK berufen in Luxemburg und der Luxemburger Gerichtshof, ich glaube, beide Gerichtshöfe, beide Gerichtshöfe sind natürlich darauf bedacht, Rechtsprechungswidersprüche zu vermeiden. Das ist ganz klar, keiner will das. Aber es ist faktisch gesehen fast unmöglich. Es gibt einfach zu viele Fälle und besonders in Straßburg, aber auch in Luxemburg inzwischen. Und es gibt die beiden Gerichtshöfe funktionieren auch in ganz anderen Kontext mit unterschiedlichen Texten, die sich ja unterscheiden. Und Juristen sind die Ersten, die sagen, wenn ein textlicher Unterschied im Wortlaut bedeutet auch ein Unterschied in der Praxis, in der Bedeutung und Auslegung. Und insofern ist diese Situation, dass die EMRK, normalerweise müsste eigentlich die EMRK der Sockel sein, der gemeinsame Minimumsstandard. Und natürlich, keiner spricht der EU das Recht ab, weiterzugehen, zu entwickeln, die Rechte, aber dass man zumindest nicht unter den Standard fällt. Ja, ist dabei, wenn also die EMRK dann auch sozusagen der Orientierungspunkt ist. Interessanterweise ist ja gerade jetzt auch in der Diskussion um die Situation in der Ukraine und der Rolle des Völkerstrafrechts in diesem ganzen Konflikt ist ja der Europarat auch ein ganz wichtiger Player geworden, auch im Zusammenspiel mit der EU. Also das würde ich auch als Beispiel sehen für diese enge Verkopplung, dann auch mit nationalen Akteuren, und in gewisser Weise führt einen das ja fast wieder zurück zu Hermann Mosler und dessen Vorstellungen vom Zusammenhang von einem Straßburg und Luxemburg orientierten Europarecht. Aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen, was die Rolle des Europarats jetzt aktuell auch in dieser neuen, auch geopolitischen Situation bedeutet und bei der Aktivierung von völkerrechtlichen Instrumenten wie dem Völkerstrafrecht. Die beiden Organisationen sind praktisch dazu verdammt, zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist evident. Und das Problem ist eben, dass das erfordert auch Rücksichtnahme auf den Kontext der jeweils anderen Organisation. Und da kommt halt oft zum Ausdruck das unterschiedliche Gewichte. Für die EU ist der Europarat erstmal nur eine Sekundärschauplatz. Und insofern werden die Probleme, die sich oftmals, ich war viel in Brüssel, ich habe oft den Eindruck auch gewonnen, in Brüssel ist man sich gar nicht bewusst, zum Beispiel was ich vorhin erwähnte, die Dominanz der EU und wie das sich sozusagen darstellt für die Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Oftmals ist man sich dessen gar nicht in Brüssel bewusst. Brüssel ist halt inzwischen eine solche Maschine geworden, die einfach produziert gewisse Resultate und dann gewisse Instruktionen an den Verhandlungsführer in Straßburg, und dass das auf die lange Sicht auch die Legitimation des Europarats eigentlich untergraben kann, eben zu agieren als paneuropäische Dachorganisation, dessen ist man sich, glaube ich, manchmal gar nicht so sehr bewusst. Aber auf die Dauer kann es eigentlich nur durch Zusammenarbeit geben. Und gerade mit Russlands Ausschluss ist es eigentlich noch mal evidenter geworden, weil jetzt hat man den Overlap zwischen den beiden Organisationen ist noch größer. Und ich glaube nicht, dass es zu Fusionen kommen wird. Dazu gibt es halt zu viele Unterschiede. Aber eine immer engere Zusammenarbeit ist meines Erachtens zwingend notwendig, wenn Europa überhaupt glaubwürdig und effizient bleiben will in den Bereichen. Und ein gutes Beispiel, wo das sehr gut läuft, wo das sehr gut passiert, das ist mit der Ukraine, weil da der Europarat, wie Sie auch sagen, hat eigentlich in der Vergangenheit wir waren ja nie konfrontiert es gab den Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien, aber mit einem so direkten, brutalen Aggressionskrieg war der Europarat nie konfrontiert.
und Europa an sich auch nicht konfrontiert. Und der Europarat musste praktisch neue Funktionen wahrnehmen, die eigentlich für der Vergangenheit hat eher eine Domäne der Vereinten Nationen war. Ne? Gerade aber die Vereinten Nationen, dadurch, dass Russland immer noch Sicherheits-Permanent Member P5, Permanent Member im Security Council ist und ist einfach und dann auch jetzt im Gefolge auch von Gaza und ist einfach der globale Süden es ist nicht politisch realistisch im Moment in der Generalversammlung wirklich operative Entscheidungen durchzubringen mit großen Mehrheiten, die sich beziehen würden auf die Kriegsschäden in der Ukraine, auf ein Tribunal, was zuständig wäre für das Aggressionsverbrechen. Ne? Und so ist auf einmal der Europarat auf einmal tätig geworden in diesem Bereich. Für mich persönlich war es auch eine riesige Veränderung. Also wie gesagt, ich bin über 10 Jahre jetzt Rechtsberater, aber ich muss sagen, nie seit in den letzten 2 Jahren, ich hatte nie so viel originär völkerrechtliche Fragen, mit denen ich direkt befasst war. Und was wir dann auch geschafft haben, auch mit Unterstützung der Europäischen Union. Ne? Die Europäische Union in dem Bereich hat keine Kompetenzen. Ne? Selbst die weiteste Auslegung des Lissabonner Vertrages war nicht dazu kommen, dass die EU Kompetenzen im Völkerstrafrecht hatte. Aber sie ist eben die wichtigste politische Kraft und Geldgeber. Und insofern hat man diese Kombination, der Europarat hat gegründet, jetzt schon geschaffen, das Schadensregister in Den Haag, also als erster Schritt eines Compensation Mechanisms, dass also die Kriegsschäden praktisch erfasst werden. Und hat man geschafft durch auch sehr kreative, auch juristisch kreative Konstruktion über einen Large Partial Agreement des Europarats, wo auch sich die USA, Kanada und Japan beteiligen und die EU zusätzlich zu den Europaratsstaaten. Und wie gesagt, das ist schon geschaffen worden und funktioniert auch. Es ist das erste Schadensregister, was voll elektronisch arbeitet. Also die Menschen in der Ukraine können einfach mit ihrem Telefon ihre Schäden registrieren lassen. Der nächste Schritt soll sein eine Claims Commission. Da wird im Moment darüber diskutiert. Und auf der anderen Seite gibt es diese Verhandlungen über die mögliche Schaffung eines Strafgerichtshofs, eines Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression, weil in dem Bereich eben der Internationale Strafgerichtshof nicht tätig werden kann. Und auf der anderen Seite wäre wirklich eine Katastrophe, wenn 80 Jahre oder mehr nach Nürnberg konfrontiert mit einer solchen offenen, brutalen Aggression niemand etwas tut. Und die Vereinten Nationen, es ist ganz klar, dass den Vereinten Nationen Sicherheitsrat ist blockiert durch Russland. Generalversammlung hat keine politische Mehrheiten für so ein Unterfangen. Und dann bleibt nur eine regionale Organisation. Das war auch gerade das Ergebnis eines Kolloquiums, was wir mit Professor Anne Peters durchgeführt haben im letzten Jahr in Straßburg. Das Ergebnis, auch eine regionale Organisation kann sich auf Völkerstrafrecht, Staatstatbestände berufen, ist durchaus befugt, so ein Sondertribunal zu errichten. Wenn natürlich die Voraussetzungen, faires Verfahren, Unabhängigkeit der Richter und so weiter gewährleistet ist. Und wir arbeiten jetzt zusammen mit den Kollegen auch von Kommission und External Action Service und Ukraine natürlich auf der anderen Seite eng zusammen. Und wir haben praktisch wir haben eigentlich ein Draft-Instrument für dieses Tribunal mehr oder weniger fertig. Allerdings gibt es immer noch einige Fragen, die nicht völlig im Konsens bislang
geregelt sind. Aber es ist ein faszinierender Prozess. Er wird durchgeführt nicht direkt im Europarat, sondern dafür gibt es so eine Kerngruppe, eine Core Group von 41 Staaten und eben EU und Europarat, die die Ukraine berät, wie man ein solches Tribunal schaffen kann. Abschließend würde ich gerne wissen, was für diese Prozesse, die Sie jetzt dargestellt haben, aber auch insgesamt für Ihre Arbeit im Europarat, die Erfahrungen bedeutet hat, die Sie am Institut gemacht haben. Auch gerade die Form von Zusammenarbeit, von Recherche, die wissenschaftliche Herangehensweise. Man spricht ja oft auch davon, dass es eigentlich so eine Methode gibt. Im Rahmen der Seminare zur Institutsgeschichte haben wir das mal so plakativ die Heidelberg Method genannt. Da wurde dann darüber diskutiert, ob es sowas überhaupt gibt und was es denn sein kann. Man kann jetzt sehen, wir haben Ihre Dissertation hier liegen. Sie haben aber auch an kollaborativen Projekten mitgemacht, an denen man zum Minderheitenrecht europäischer Staaten, wo man auch sehr gut sehen kann, dass eben auch damals schon unabhängig von den jeweiligen Betreuern von Qualifikationsarbeiten die Referentinnen und Referenten sehr eng zusammengearbeitet haben, auch an solchen gemeinsamen inhaltlichen Projekten. Sie sind auch verbunden geblieben. Hier unten habe ich noch eine Publikation, die dokumentiert ihre Mitarbeit an einem Projekt von Armin von Bogdandy, Defending Checks and Balances in EU Member States, zur Rechtsstaatlichkeit in Europa. Also da wäre meine Frage, inwieweit hat das, was Sie gelernt haben, auch handwerklich als Referent am Institut, einen Einfluss gehabt auf Ihre Arbeit? Ja, ganz zweifellos. Ich glaube, ich verdanke viel dem Institut und besonders Professor Frohwein, aber auch den anderen Direktoren und Mitarbeitern. Einfach, ich glaube, es war eine schon einmalige Zeit hier im Institut, zu lernen, ja, wie man einmal in so einem auch internationalen Kontext durch die Gäste, nicht zu vergessen, Wissenschaft, Gespräche führt, aber auch wirklich, wie Sie sagen, die Methode, dass es, wie man wissenschaftlich an Fragestellungen herangeht, die oft auch sehr stark politisch sind oder politische Aspekte haben, aber die Stärke war immer auch eben das Institut, die rechtliche Seite klar herauszustellen, wie man mit Quellen umgeht, wie man argumentiert und überhaupt diese anregenden Diskussionen in der Montagsrunde, das war auch ein gutes Trainingsfeld sozusagen für spätere auch Diskussionen im internationalen Kontext. Aber auch ganz klar, ohne Zweifel, überhaupt dieses Netzwerk. Wie gesagt, Sie haben erwähnt, bis heute habe ich regelmäßig Kontakte mit Georg Nolte, mit Armin von Bogdandy, aber auch ausländischen Gästen. Und manchmal sind es Zufälle. Ich kann mich erinnern, das war im Bereich von Datenschutz. Ich war im Europarat eine Zeit lang, bevor ich Rechtsberater war. Da war ich auch mal zuständig für die Datenschutzkonvention und die Reform. Und damals bin ich durch Zufall in einem der Meetings kommt dann José Luis Rodríguez, das war ein Spanier, der hier am Institut war, der war inzwischen Präsident der Agencia Española de Protección de Datos geworden. Und es ist unglaublich, ja, dieses Netzwerk ist sehr, sehr hilfreich. Und man weiß, man ist trotz aller Unterschiede, und oftmals waren wir auch nicht einer Meinung natürlich, aber trotz aller unterschiedlichen Meinungen und verschiedenen Persönlichkeiten ist man doch verbunden durch einen irgendwie Common Approach, wie Sie sagen, zu Völkerrecht, wie man herangeht und was vertretbar ist und was vielleicht nicht mehr vertretbar ist. Jetzt wieder mit Frank Hoffmeister, mit dem Projekt des Sondertribunals. Es war wirklich für meine ganze Karriere was ein ganz wichtiges Element, diese Verbindungen, auch Freundschaften, die sich geknüpft haben in der Heidelberger Zeit. Ich hoffe, Sie bleiben auch
verbunden auf dieser Ebene und diesem Netzwerk. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Polakiewicz. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.